Moin, ich bin Tillmann von der Radelbande. Der taiwanesische Hersteller Tern ist bekannt für seine kleinen Falträder, für seine kompakten Long Johns und auch für seine Compact Cargo Bikes. Und Tern ist auch bekannt dafür, durch besonderes Zubehör den Nutzen seiner Räder immer mehr zu erweitern. Und heute stelle ich euch ein ganz besonderes Zubehör fürs Tern HSD vor, nämlich das Stormbox und Stormshield Mini. Zuschauer, die schon etwas länger dabei sind bei der Radelbande, die werden sich an ein Video erinnern, das ich im November 2020 hochgeladen habe, das ähnlich aussah wie das hier. Nämlich, da habe ich das Storm-Zubehör für das Tern GSD einmal zeigen können. Und Tern hat sich gedacht, das, was wir für das GSD machen, also für den großen Bruder des HSD, das könnte man doch auch auf das kleinere adaptieren und damit den Einsatzzweck dieses kleinen Compact Cargo Bikes nochmal deutlich erweitern. Und wir werden in diesem Video uns einmal dieses Zubehör vorknüpfen, das Stormshield Mini und die Stormbox Mini, und da befindet sich auch noch weiteres Zubehör drin in dieser Stormbox, und das wollen wir in diesem Video alles einmal betrachten. Beginnen wir mal hier mit der Rückseite und dem Stormshield. Das Stormshield ist ein kompletter Regenschutz für Kinder, der sich hier einmal über diese kleine Ladefläche spannt. Wir haben hier eine Ladeflächenlänge von etwa 40 cm und genauso lang ist dieses Stormshield. Wir haben hier an der Seite reflektierende Elemente. Wir haben hier dieses knallgelbe mit ebenfalls reflektierenden Elementen und hier eine kleine Schlaufe, wo man ein Rücklicht nochmal extra dran bamseln kann, damit man in der Nacht besser gesehen wird, in der Dunkelheit besser gesehen wird oder auch bei schlechtem Wetter, wo die Sichtverhältnisse einfach nicht so gut sind. Der Hauptvorteil liegt daran natürlich, dass Regen nicht reinkommt. Und hier haben wir ein schön angenehmes Material, das ist auch regenfest. Hier 2 Reißverschlüsse auf jeder Seite, sodass man, wenn das Wetter gut ist, das auch hochrollen kann. Das zeige ich euch jetzt einmal. Und dann hier richtig schön Luft reinlassen. Wenn es mal wärmer ist, muss man also dieses Stormshield nicht abbauen, sondern kann einfach beide Seiten öffnen und man hat trotzdem guten Durchzug für das Kind. Genau das Kind. Denn hier passt natürlich durch die kürzere Gesamtlänge des HSD nur ein Kind rein, anders als bei dem Tern GSD, wo 2 Kinder unter das Stormshield passen. Eine Sache, die mir hier bei dem Stormshield Mini besonders gut gefällt, ist, dass auch in der sehr hohen Sattelposition der Sattel nicht hier reindrückt, sondern hier ist noch genug Platz, damit ich hier auch ganz entspannt auf dem Sattel sitzen kann. Und hier mit diesen beiden Schnappern kann man dann noch etwas Spannung auf das System bringen, sodass es nicht so im Wind flattert und auch um die Tasche hier vorne noch mal etwas zu vergrößern. Innen bietet das Stormshield Mini genug lichte Höhe, damit Kinder hier entweder in einem Kindersitz oder auch größere Kinder ohne den Kindersitz direkt in dieser Stormbox unter diesem Stormshield sitzen können und so vor schlechtem Wetter geschützt sind. Dann haben wir hier oben eine Ablagemöglichkeit, wo man so Kleinkram verstauen kann, wie zum Beispiel Radelbande-Sticker. Und hier unten ist noch ein Fach mit einem Reißverschluss, wo man auch größere Gegenstände verstauen kann und die auch nicht leicht rausfallen können. Ebenfalls für Radelbande-Sticker zum Beispiel. Damit auch bei geschlossener Stormbox Mini genug Luft rein und auch wieder rauskommt, sodass die Scheiben hier nicht beschlagen, haben wir hier Belüftungsöffnungen, die man auch ein bisschen einstellen kann, entweder straffer schließen oder auch etwas lockerer. Denn anders als bei anderen Regenverdeckmöglichkeiten für Longtails haben wir hier eine komplett geschlossene Einheit in Verbindung mit der Stormbox Mini. Und wir werden jetzt mal das Stormshield Mini abbauen und uns die Stormbox Mini genau angucken. Wenn man das zusammengefaltet hat, ist es dann ein flaches, aber relativ sperriges Paket. Man kann es trotzdem hier in die Seite so ein bisschen reinstopfen für kürzere Strecken. Aber es empfiehlt sich morgens schon zu entscheiden, ob man das Stormshield braucht oder nicht. Denn es gibt auch noch andere Möglichkeiten, um die Kinder etwas vor Regen zu schützen. Die Stormbox Mini hat einige coole Details, die ich euch jetzt einmal zeige. Und zwar haben wir hier erstmal dieses Material. Das ist so LKW-Plane, also richtig wasserdicht. Da kommt auch Spritzwasser von unten, kommt nicht nach innen.
Allerdings hat sie trotzdem Ablauföffnungen, sodass alles, was reinkommt, auch wieder ablaufen kann. Sie lässt sich auch einfach reinigen, auch von innen, denn auch das Material von innen ist reine LKW-Plane. Auch bei der Stormbox ist für zusätzliche Sichtbarkeit gesorgt. Wir haben hier Reflektorstreifen an der Rückseite, an der Vorderseite und an den Seiten dieser großen Packtaschen, sodass man gerade bei Dunkelheit oder bei schlechten Lichtverhältnissen deutlich besser gesehen werden sollte, wenn man angestrahlt wird. Aber auch hier befinden sich dann solche Laschen, wo man noch weitere Lichter durchschieben kann. Und auch das kleine Tern-Logo hier, das ist ganz süß, das ist reflektierend. Wenn man den Sitz abbauen möchte, dann muss man hier nicht zwischengreifen und sich die Hand verrenken, sondern man kann hier, das ist ein cooles Detail, einfach reingreifen und dann von dort aus den Sitz lösen. Wenn man ohne das Storm Shield unterwegs sein möchte, das Wetter aber trotzdem nicht allzu gut ist, vielleicht so ein bisschen Niesel, regnet und man so die Beine des Kindes und die Ladung, die hier drin ist, so ein bisschen schützen möchte, dann gibt es ein weiteres Zubehör, das zur Stormbox Mini dazugehört, nämlich so ein Schal, ein Schlauch, und den kann man hier einfach oben drauf setzen. Und wenn das Kind dann hier drin sitzt, kann man das einfach hier zuziehen und auf der Rückseite zuziehen. Und schon sitzt das Kind hier richtig schön geschützt. Die Arme und der Oberkörper sind draußen. Bei guten Regenjacken ist ja auch das kein Problem, aber Schuhe, Füße, das ist alles hier drin und bleibt trocken. Und das kann man sowohl mit so einem Kindersitz als auch ohne Kindersitz machen. Und wenn man hier keinen Kindersitz drin hat, dann kann man das auch so weit zuziehen, dass das Wasser zum größten Teil draußen bleiben sollte. Nur hier innen in der Mitte bleibt dann ein kleines Loch übrig. Aber um auch das zu schließen, gibt es noch ein weiteres Zubehör, nämlich das Stormbox Mini Lid. Also das komplette Cover für die Stormbox Mini. Und die ist nochmal deutlich anders gearbeitet als das Teil, was ich euch eben gezeigt habe. Das ist ebenfalls aus LKW-Plane, also aus dem gleichen Material wie auch die Stormbox Mini. Und jetzt hat man nicht nur eine Ladefläche, die von vorne, hinten, links, rechts und unten geschützt ist, sondern auch von oben. Und hier gibt es ebenfalls noch ein weiteres Zubehör, nämlich ein kleines Schloss, das man durch diese Ösen hier ziehen kann, sodass man den Inhalt auch vor Gelegenheitsdieben schützen kann. Natürlich, wenn jemand mit einem Messer ausgestattet ist, dann kriegt er dieses Material ganz einfach geöffnet. Aber man kann nicht einfach so sehen, was sich hier in dieser Ladefläche verbirgt. Und der Kofferraum lässt sich auch ganz einfach öffnen. Und das Ding lässt sich dann auch, wenn es geöffnet ist, ganz einfach wieder abnehmen. Und dann hat man hier eine große schwarze Box mit 100 Litern Stauvolumen. Hier mit noch einer zusätzlichen Netztasche, wo man Kleinkram verstauen kann, der nicht unbedingt hier unten in dem Bodenbereich rumrödeln soll, sondern das kriegt man hier alles sehr gut organisiert. Damit die Tasche noch etwas mehr Stabilität hat, sind dann hier noch so kleine Bodenstücke mit drin. Die kann man auch rauslassen, aber wie gesagt, sie stabilisieren den Boden des gesamten Fahrrads, der gesamten Box noch mal etwas. Aber warum hält das alles so überhaupt? Warum kann ich mich hier einfach so draufstützen? Das liegt an dem zentralen Teil des neuen Tern HSD-Zubehörs, nämlich dem Clubhouse Mini. Und das zeige ich euch jetzt. Es ist ein bisschen frickelig, aber das macht man auch nicht jeden Tag, tendenziell. Der Vorteil ist, diese Stormbox Mini kann man immer dran lassen und das Rad trotzdem komplett nutzen, weil es einfach auch eine riesige Packtasche ist. Und jetzt präsentiert sich das Clubhouse Mini in seiner vollen Pracht. Wir haben hier Abmaße auf der Innenseite von 40 x 40 cm. Also lassen sich genormte Boxen damit transportieren. Und die Höhe ist ebenfalls so, dass sich die flacheren Euroboxen hier einfach drauf montieren lassen. Das Ganze ist nicht modular, sondern wir haben hier einen komplett verschweißten Rahmen, der auch einen sehr, sehr stabilen Eindruck macht. Hier sind dann noch zusätzliche Ösen für Flaschenhalter oder Schlösser. Hier links und rechts an der Reling ist Lenkerband verbaut, damit hier Mitfahrende ganz entspannt hier sitzen können, ihre Arme ablegen können. Und wenn das Fahrrad umfällt, dann sind sie auch richtig gut geschützt. Also dieses Teil ist wirklich stabil. Es wird dann hier mit 6 Schrauben am Gepäckträger befestigt und bietet noch eine weitere Möglichkeit, um Kinder zu transportieren, nämlich nicht nur im Kindersitz, sondern auch im neuen MadPad. Das MadPad hat hier unten so Klettstreifen, die sich hier einfach draufkletten lassen und dann kann man das
ganz einfach hier montieren. Und jetzt hat man hier mit dem MadPad und dem Clubhouse Mini eine super Möglichkeit, um kleine Kinder mitzunehmen. Kinder, die eventuell schon zu groß sind für einen solchen Kindersitz, aber die trotzdem gerne noch bei Mama oder Papa hinten drauf fahren würden. Und das sieht auch wirklich sehr, sehr gemütlich aus, muss ich sagen. Sie können sich dann hier festhalten, sind hier gut geschützt, wenn das Fahrrad dann doch mal umkippen sollte. Aber damit genau das nicht passiert, hat Tern noch was im Angebot. Das hier ist nämlich der neue Duo Stand, der Zweibeinständer für das Tern HSD, der nochmal deutlich weiterentwickelt wurde. Während der alte Duo Stand hier Metallfüße besaß, haben wir hier diese runden Gummifüße, an die sich auch noch die Lockstand Extensions dran bauen lassen, sodass es nochmal einen deutlich breiteren Stand gibt und die Gefahr deutlich verringert ist, dass das Fahrrad mitsamt Kindern umkippen könnte, wenn es beladen wird. Und selbst ohne diese Lockstand Extensions macht es schon einen richtig guten Job. Ich hatte nicht einmal das Gefühl während des Testens, dass da die Gefahr bestünde, dass das Fahrrad mit dem Kind umkippen könnte. Duo Stand, Clubhouse Mini, MadPad, Stormbox Mini, die beiden Covers und das Storm Shield Mini. Das sind die 6 Zubehöre, die ich euch in diesem Video einmal vorstellen konnte. Und ich konnte sie ja auch im Alltag ein bisschen testen, wenn auch nur kurz, aber ich muss sagen, die machen einen wirklich guten Eindruck. Wenn ihr wissen wollt, wie sich solche Teile im Alltag bewähren, dann guckt mal das Video, das ich über das Tern GSD im letzten Jahr gemacht habe, denn diese Teile hier sind im Grunde eine kleinere Version der Teile, die es auch für das größere GSD gibt. Und ich weiß, dass sie damit die Möglichkeiten eines solchen Fahrrads im Alltag deutlich erweitern. Aber das Interessante ist, dass noch nicht mal das komplette neue Zubehör für das Tern HSD ist. Denn es gibt auch noch eine weitere Möglichkeit, um Hunde damit zu transportieren, kleinere Hunde. Und es gibt für den großen Gepäckträger vorne noch eine Einkaufstasche, die genau auf diesen Gepäckträger passt. Also wirklich mannigfaltiges Zubehör, um das Tern HSD so variabel wie möglich zu gestalten. Und auch vom Qualitätseindruck macht das alles einen sehr, sehr guten Eindruck. Das komplette Zubehör wird ab Anfang 2022 zur Verfügung stehen und für euch zu kaufen sein. Ob ihr nun einen Tern HSD schon habt oder noch eins bestellen wollt, fragt am besten bei eurem Fachhändler nach. Das ist mein Video, meine Vorstellung und mein Eindruck zu dem Tern HSD Zubehör der Storm Mini-Geschichte, dem Clubhouse Mini. Schreibt eure Fragen und Anmerkungen unten in die Kommentare. Lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefällt. Und wenn ihr dabei sein wollt, wenn die Radelbande das nächste Mal auf Tour ist, dann abonniert den Kanal. Tschüss, bis dann.